Wer von euch hatte mal so einen richtig beschissenen Herzschmerz nach einer Trennung? Und wer von euch hat sich dann gewünscht, am besten alles zu verändern? So einen richtigen Break-up-Glow-up. Ihr kennt vielleicht diese Klischee-Makeover-Szenen in Filmen oder Serien, wo sich die verlassene Person am besten noch völlig verheult die Haare abschneidet oder ihr gesamtes Leben ganz radikal verändern möchte, um es jetzt den Leuten so richtig zu zeigen, oder? Und eine Sache, die nach einer Trennung besonders oft passieren soll, die finde ich schwierig. Es geht um den Revenge Body oder auf Deutsch den Rachekörper. Also einen Körper, den man, wie der Name schon sagt, aus Rache haben möchte. Besonders auf Promi-Seiten wird der Begriff gerne als Kompliment gegeben. Andere machen daraus eine Marke und eine Fernsehshow und andere sehen es als Motivation, endlich was zu verändern. Und auch wenn auf den ersten Blick das Ganze vielleicht sogar empowernd rüberkommen kann, wollte ich mir anschauen, wieso es das vielleicht überhaupt nicht ist. Dafür schauen wir uns mal die Serien, Memes und TikToks etwas genauer an und fragen Psychologin Pia, welche Risiken so ein Revenge Body so haben kann. Bevor es losgeht, ein Disclaimer. Wir werden hier über Diäten und andere Methoden, um Gewicht zu verlieren, reden und auch Vorher-Nachher-Bilder sehen. Wenn ihr euch damit unwohl fühlt, dann ist es völlig cool, wenn ihr beim nächsten Video mit am Start seid. Aber abonniert doch schon mal sicherheitshalber den Kanal, damit ihr das dann nicht verpasst. Und wenn wir schon dabei sind, gleich noch einer hinterher. Wenn ihr abnehmen wollt und euch dabei wohlfühlt, dann ist das völlig cool und eure Sache. Macht das bitte so, wie ihr euch am besten fühlt. Wir sagen nicht, dass Abnehmen grundsätzlich schlecht ist, sondern möchten hier darauf eingehen, was die unterschwellige Botschaft von speziell diesem Begriff, dem Revenge Body, sein kann. Dann würde ich sagen, können wir loslegen. Lasst uns zuerst auf die Definition schauen und was das überhaupt sein soll. Ihr wisst, ich gebe sehr viel Wert auf Urban Dictionary. Hier wird der Begriff so definiert. Wenn du mit jemandem Schluss machst, meistens ein betrügendes Stück was deine Zeit überhaupt nicht verdient hat und du dann dir den Arsch abarbeitest, um so gut wie möglich auszusehen, damit er oder sie richtig angepisst ist und seine schlechten Entscheidungen bereut. That escalated very quickly. Und genau dieser Begriff begegnet uns immer wieder auf allen möglichen Plattformen, in allen möglichen Genres und soll uns vermitteln, you did it. Und das schauen wir uns mal genauer an. Auf TikTok sehen wir unter dem Begriff meistens Frauen, die ins Gym gehen und sagen, das ist dein Zeichen, einen Revenge Body nach einem Herzschmerz zu bekommen. Dieses feminine Bedürfnis, einen Glow-Up zu haben, nachdem mich ein Mann enttäuscht. Er hat mich betrogen, jetzt schaue ich so aus. Mein Ex hat mich verlassen, also habe ich ihn diese Entscheidung bereuen lassen. Aber auch Leute, die es anderen heimzahlen wollen, die sich mal über ihren Körper lustig gemacht haben. Ich habe sogar einen Coach gefunden, der sich darauf spezialisiert hat, Frauen dabei zu helfen, Revenge Bodies zu bekommen. Also ernsthaft jetzt, in seiner Bio steht, dass er beschäftigten Müttern und Geschiedenen zum Revenge Body verhelfen möchte. Aber gut, wenn man sich auch The MILF Whisperer nennt, muss man halt auch abliefern, ne? Es gibt einfach eine Post-Breakup Glow-Up Compilation mit 4,5 Millionen Aufrufen. Leute sind fasziniert von diesem Gedanken. Vielleicht habt ihr aber auch schon solche Memes gesehen. Mädchen vor und nach einer Trennung. Bei mir ist es eher so Mädchen vor und nach ihrem Homeoffice-Tag. Wobei ich auch nach dem Homeoffice-Tag nicht so ausschaue, aber egal. Mein Beileid an meinen Ex dafür, dass du meinen Rebound-Körper nicht sehen wirst. Im Prinzip ein anderes Wort für Revenge Body. Und ich erinnere mich, früher gab es auch so trashy Memes nach dem Motto, tu es für das, oh shit, bist du heiß geworden. Oder, wenn er dich ansieht, soll er sich denken, wie habe ich sie gehen lassen können? Oder, ich werde zur heißesten Ex-Freundin, die er jemals hatte. Und solche Sachen. Damals, als man noch Tumblr hatte, es keine Influencer gab und man richtig beschissene Memes gemacht hat. Das waren Zeiten. Das Motiv vom Rachekörper hat man übrigens schon vor vielen Jahren auch in der Serie Friends gesehen. Damals hatte es nur keinen richtigen Namen. Und ja, I know, die Serie hatte viel Gutes, aber eben auch viel Problematisches. Und eine nicht so mega gut gealterte Sache ist der Umgang mit Fat Monica. Es kommt nämlich immer wieder in der Serie zur Sprache, dass sie früher mehr gewogen hat. Sie wird immer dargestellt als die schlechtere, nicht ernstzunehmende Flashback-Version von Monica, die in mehreren Folgen in einem ziemlich wacken Fatsuit auftaucht. Ich meine, es ist eine Serie aus den 90ern, das heißt, man kann Witze über Gewicht erwarten, auch wenn es das nicht besser macht. Aber die Art und Weise, wie Monica ihr Gewicht verloren hat, war im Prinzip auch aus Rache. In Staffel 5, Folge 8 erinnern sich die Friends an frühere Thanksgiving-Feiern und daran, wie Monica Chandler kennengelernt hat, der von ihr bzw. von ihrem Aussehen erstmal nicht so begeistert war. Aber wenn es gut läuft, dann werde ich den ganzen Abend mit dir unterwegs sein. Ach wirklich? Das finde ich aber gemein. Keine Angst, du kannst hierbleiben. Meine Eltern haben überhaupt nichts dagegen. Nein, ich find's nur doof, dass ich den ganzen Abend eine fette Schwester ertragen soll. Hey. Ja, und daraufhin hat sie ein Jahr später, als sie sich wiedergesehen haben, etwas an ihrem Aussehen verändert. Und jetzt fällt seine Reaktion natürlich komplett anders aus. Hi, Chandler. Oh mein Gott. Wieso? Was ist denn passiert? Ist irgendetwas mit meinem Kleid nicht in Ordnung? Nein, du hast dich nur einfach völlig verändert. Ist ja Wahnsinn. Dieses Kleid und diese Figur. Ja. Entschuldigung. Aber irgendwie hat ihr der Rachekörper nicht die Genugtuung gebracht, die sie erwartet hat. Oh mein Gott! Also das hast du ja wirklich ganz toll gemacht. Du hast ihn schwer dafür büßen lassen, dass er dich fett genannt hat. Der war gerade völlig von den Socken. Das war doch ein tolles Gefühl, oder? Nein, das war's nicht. Was?
Ach, weißt du, klar, ich meine, ich sehe jetzt toll aus und ja, ich fühle mich super, ja, und ich habe jetzt auch gar keine Komplexe mehr, bla bla bla. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich es ihm heimgezahlt habe. Schon mal ein kleiner Spoiler, dass ein Rachekörper anscheinend nicht direkt alle Probleme lösen kann, aber immerhin natürlich alle Komplexe, ne? Ist klar. Man kann übrigens noch sehr viel mehr zu der Darstellung von Monica sagen oder generell zu der Serie, aber ich persönlich kann mir zum Beispiel Friends immer noch anschauen mit dem Wissen, es war eine andere Zeit. Wir haben seitdem hoffentlich viel gelernt. Wenn ihr euch aber die Serie nicht mehr so gut anschauen könnt, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Die Erzählung vom Revenge Body dagegen, die ist nicht nur geblieben, sondern wurde mit den Jahren immer beliebter. Vor allem bezogen auf echte Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Sobald sich mal ein Ex-Promi-Paar getrennt hat, lassen Schlagzeilen zu den vermeintlichen Revenge-Buddies nicht lange auf sich warten. Khloe Kardashian nach ihrer Trennung, Bella Hadid, Demi Lovato, Selena Gomez, Jennifer Aniston nach diversen Trennungen, aber auch Britney Spears oder auch Jennifer Lopez. Ich könnte damit ewig weitermachen. Teilweise sehe ich nicht mal einen krassen Unterschied in diesen Vorher-Nachher-Bildern. Ich meine, die Story ist schnell geschrieben, man muss ja nur einen Star mal nach so einer Trennung im Gym sehen und schon boom! Rache, Drama, Klicks. Vor allem bei Adele wurde ein Riesending um ihren Gewichtsverlust gemacht. Da gab es nicht nur krass viele Schlagzeilen dazu, weil, wow, das sind ja schon heftige News, oder? Ihr Gewichtsverlust wurde als Rachekörper in den Medien richtig schön zelebriert und vermarktet. Denn bevor man sie so gesehen hat, hat sie sich von ihrem jetzt Ex-Mann getrennt. Sie selbst sagte dazu in einem Interview mit der Vogue übrigens, dass sie nicht für jemanden anderen abgenommen habe, sondern sie einfach nur für sich selbst rausgefunden hatte, dass Bewegung ihre Ängste unterdrücken würde. Als Antwort auf diejenigen, die sagen, es sei ein Rachekörper und sie hätte krass dafür gefastet, sagt sie nur wortwörtlich, kein Intervallfasten, nichts. Wenn überhaupt, dann esse ich mehr als früher, weil ich so hart trainiere und auch diese ganze Sache mit dem Revenge Body, oh mein Gott, leck mich am Arsch. Allgemein sei sie sehr genervt davon gewesen, wie krass sich die Medien auf ihren neuen Körper fixiert hätten. Laut Adele sei es lächerlich, dass Leute es lieben würden, eine geschiedene Frau so darzustellen, als ob sie die Kontrolle verloren hätte. Und da, wo sie die Medien aus dem Prozess bewusst rausgelassen hat, hat sich auf der anderen Seite ein ganzes Business aus ihrem Gewichtsverlust entwickelt. Alle Diäten, die sie angeblich gemacht haben soll, seien gefälscht. Leute, die behaupten würden, sie hätten mit ihr trainiert und als Personal Trainer zur Seite gestanden, alles gelogen. Und auch die Stir-Food-Diät, die sie angeblich gemacht haben soll und die im Netz fleißig nachgemacht wurde, stimmt einfach nicht. Heavy, oder? Also, sie wurde einfach mit ihrem angeblichen Rachekörper zum Gesicht tausender Diäten, die sie so nie gemacht hat. So richtig auf die Spitze getrieben wurde die Idee vom Revenge Body aber von einer der Kardashians, genauer gesagt von Khloe Kardashian. Sie hat 2017 die Sendung Revenge Body ins Leben gerufen, die es dann 3 Staffeln lang zu sehen gab. Sie sagt darüber, als sie aufgewachsen ist, wurde sie oft als die dicke, lustige Schwester bezeichnet, bis sie irgendwann angefangen hat, auf sich zu achten, sich richtig zu ernähren und zu trainieren. Sie hat sich noch nie so gut gefühlt, deswegen möchte sie anderen Leuten auch helfen, sich zu verändern. An sich vielleicht ein netter Gedanke, aber die Umsetzung schwierig. Sie stellt den teilnehmenden Hollywood-TrainerInnen zur Verfügung, um auch ihr Leben umzukrempeln und es den Mobbern oder es den Leuten, die einen beeinflusst haben, ein für alle Mal zu zeigen. Denn ihrer Meinung nach ist die beste Rache ein toller Körper. Und in einem Interview hat sie gesagt, sie selbst will Rache an Menschen üben, die gesagt haben, sie könne es niemals schaffen, Rache an allen, die sie beleidigt haben, die StylistInnen, die nicht mit ihrer Körpergröße arbeiten wollten, alle, die sie ausgelacht haben. Und ja, das war bestimmt eine richtig beschissene Erfahrung, die sie da machen musste, aber dann war ihre Rache, sich diesen ganzen Idealen jetzt doch zu fügen? Ich hab's dir gezeigt, weil du hattest recht. Jetzt sehe ich so aus, wie du es von mir erwartet hattest. Haha! Den Sprung verstehe ich irgendwie nicht so. Denn vor allem nach ihrer Trennung hat nicht nur sie ihr verändertes Aussehen zelebriert, sondern viele andere auch. Und Leute, ich habe wirklich versucht, mir diese Show länger anzuschauen. Es ist sehr schwer. Ihr könnt es euch sparen und euch stattdessen lieber diese Reaction einer Ernährungsberaterin anschauen. Da kriegt man ein sehr gutes, eingeordnetes Bild davon. Die Serie war auch schon zum Zeitpunkt der Ausstrahlung viel diskutiert. Einer der größten Probleme, hier werden teilweise richtig traumatische Erlebnisse von den Teilnehmenden der Show hochgeholt und thematisiert. Es geht hier nicht nur um Herzschmerzgeschichten, sondern auch um Vergewaltigung, Trauer, Fehlgeburten, Mobbing-Erfahrungen oder psychischen Erkrankungen. In diesem Zusammenhang sprechen die Betroffenen auch oft von emotionalem Essen, Blockaden oder Schwierigkeiten. Statt professioneller Hilfe, beispielsweise in Form von therapeutischer Unterstützung, bekommen sie Personal TrainerInnen, die sie von heute auf morgen bis ans Äußerste bringen. Sie geben ihnen richtig strenge Vorgaben, weil das ganze Programm nur ein paar Wochen lang geht. Teilweise so Ernährungstipps
Ernährungstipps wie tagelang einfach nur Flüssignahrung zu sich zu nehmen oder schmeißen sie direkt aus der Show, sobald sie mal nicht die Erfolge auf der Waage zeigen, die sie erwarten. Eine Teilnehmerin ist aus der Show geflogen, weil sie ihr Trauma nicht verarbeiten konnte, weil wie denn auch, und deswegen auch einfach kein Gewicht verlieren konnte. Aber hey, sie kam in einer anderen Staffel wieder, um es jetzt den Leuten richtig zu zeigen. So Faktoren wie Gene, Alter, Medikamente, Stress oder andere gesundheitliche, zum Beispiel psychische Gründe, spielen einfach gar keine Rolle. Diese ganze Show hat die Message, wenn du es wirklich wollen würdest, könntest du. Wenn nicht, selbst schuld. Und das ist laut der Ernährungsberaterin Abby Sharp ziemlich problematisch. Often these goals are pretty ambitious and extreme. This mentality around weight loss being a strict numbers game based on willpower alone perpetuates the false message that achieving a good body is the only answer to life's problems regardless of the cost. And we know that weight loss or being in a smaller body is not necessarily an indicator of health. Und eigentlich sagt Chloe zu der Show auch, dass es ihr nicht wirklich ums Gewicht gehen würde oder irgendein Körperideal nachzueifern, sondern nur darum, sich wohlzufühlen und es für sich selbst zu machen. You can't be on some strict diet to me. Aber es ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was in der Show gemacht oder gezeigt wird. Yeah. Did you follow what I said? You know, like only one cheat meal and you could have maximum of 3 drinks? One cheat meal, I had a little more than 3 drinks. So like making a promise to me didn't matter. You're given a huge opportunity and you just shit all over it. Selbst eine Personal Trainerin aus der Show hat in einem Interview gesagt, dass sie findet, dass Rache als Motivation für Gewichtsverlust eine schlechte Idee ist, weil es nicht gesund oder nachhaltig ist. Sie glaubt, der Name ist einfach catchy und man soll sich daran nicht so aufhängen und dass es ja in der Show gar nicht so krass darum geht und dass es viel wichtiger ist, die eigene Beziehung zum Essen zu verstehen. Und ja, die meisten Teilnehmenden merken dann im Laufe des Prozesses auch irgendwann, dass sie das eher für sich selbst machen, aber sie werden trotzdem direkt zu Beginn nach ihrem Rachemotiv gefragt und in diese Richtung geschubst. Who do you want to get revenge on? My end goal would hopefully Kyle would look at the hard work that I did and say to himself like, wow, this person did this for me. Und am Ende werden sie auch noch in eine Situation gebracht, wo es eine Art Aufeinandertreffen oder Aussprache geben soll mit den Personen, denen sie es so richtig zeigen wollten. You always wanted me to be in shape, but I don't think you knew how to talk to me about it. And it really affected me. Aber nein, hat überhaupt nichts mit Rache zu tun, oder? Ich glaube, diese Bewertung auf IMDb spricht für sich selbst. Was übrigens solche Abnehmshows für einen langfristigen Gewichtsverlust bedeuten, wurde in 2 Harvard-Studien genauer untersucht. Hier ging es speziell um die Show Biggest Loser, eine Show, in der die Teilnehmenden auch möglichst viel Gewicht in verhältnismäßig kurzer Zeit verlieren sollten. Eine Sendung, die übrigens ja immer noch in Deutschland läuft. Hierfür wurden 14 Teilnehmende aus der Show 6 Jahre nach ihrer Teilnahme bei der Sendung genauer angeschaut. Und bis auf eine Person haben sie das verlorene Gewicht wieder zugenommen. Ihr Stoffwechsel war langsamer nach dem krassen Gewichtsverlust, heißt, sie hätten weiterhin sehr wenige Kalorien zu sich nehmen müssen, um dieses Gewicht halten zu können. In der zweiten Studie wurde nochmal genauer darauf geschaut, was das genau bedeutet und im Prinzip heißt es hier, wenn eine Person von 0 auf 100 anfängt, extrem viel Sport zu machen, dass der Körper den Stoffwechsel anpasst, um die zusätzlich verbrauchten Kalorien auszugleichen und den Körper am Laufen zu halten. Das bedeutet, hört man nach der Show auf, sich an diese strikten Trainingspläne zu halten, muss man dauerhaft wenig Kalorien zu sich nehmen, um das Gewicht halten zu können. Denn der Stoffwechsel passt sich nicht wieder an den normalen Lebensstil an. Oder man muss weiterhin extrem trainieren, denn die eine Person, die es geschafft hat, das Gewicht zu halten, hatte die größte Anpassung seines Lebensstils. Aber das ist halt schon schwierig, so ganz ohne Personal Hollywood Trainingseinheiten, ein Gym, eine Fernsehshow, Betreuung, Ressourcen, Zeit und so weiter. Es muss ja nicht direkt alles toxisch sein. Vor allem auf YouTube habe ich mir ein paar Post-Breakup-Glow-Up-Videos angeschaut von Frauen, die gesagt haben, ey, ich mache das für mich, ich will mich endlich wieder gut fühlen, ich möchte mein Selbstbewusstsein nach so einer Trennung wieder boosten, ich möchte was verändern. I feel like I would just love to go get my hair done, get my nails done, and just generally feel good about myself. So why don't we start by heading to the salon? It's been a while since I felt really good about myself, and so today we're gonna make a change. I think this glow-up is very much needed. Da habe ich mich gefragt, wieso ist es überhaupt so, dass wir nach einer Trennung dieses Bedürfnis haben? Pia kennt ihr vielleicht noch vom Funkkanal Psychologie. Sie beschäftigt sich aktuell viel mit dem Thema Dating und der Psychologie dahinter und hat uns das so erklärt. Zum einen drücken wir unsere Identität unter anderem über unser Aussehen aus. Und wenn sich diese Identität verändert, weil wir jetzt eben wieder Single sind, dann ist es nur logisch, dass wir auch unser Aussehen verändern wollen. Außerdem geht so eine Trennung auch häufig mit einem Gefühl von einem Kontrollverlust einher und dann versuchen wir alles, um Kontrolle wieder zurück in unser Leben zu bekommen. Und was können wir kontrollieren? Genau unser Äußeres.
Aber ich sag's mal so, vom Revenge Body hält sie auch nicht besonders viel. Ich kann es irgendwo verstehen, dass man, nachdem man verlassen wurde, so ein Bedürfnis hat, sich an dem Ex-Partner bzw. der Ex-Partnerin irgendwie zu rächen, weil es einem schon so ein Gefühl von Gerechtigkeit gibt, so nach dem Motto, okay, du hast mich verletzt, jetzt verletze ich dich. Was jetzt diesen Revenge-Body angeht, ich finde es ehrlich gesagt super kritisch. Das ist so eine In-Your-Face-Botschaft, dass du einfach attraktiv nur bist, wenn du durchtrainiert bist und irgendwie super schlank bist und auch nur dann liebenswert bist. Und das ist ja nun mal völliger Schwachsinn. Klar fühlt sich dieses, hey, ich zeig dir, was du hier verpasst, look at me, wie toll ich aussehe, irgendwie in dem Moment erstmal gut an, aber so langfristig kann das überhaupt nicht die Trennung verarbeiten und ist eher kontraproduktiv, weil man das eigentliche Problem, nämlich diese negativen Gefühle durch die Trennung, erstmal total verdrängt. Also eine Gefahr, die ich auf jeden Fall sehe, ist, dass man dadurch in destruktives Essverhalten bzw. vielleicht sogar in eine Essstörung rutschen kann. Außerdem möchte man bei dieser Racheaktion ja auch wirklich schnell Veränderungen sehen und die dann halt dem Ex-Partner bzw. der Ex-Partnerin so unter die Nase reiben. Und um diese zu erreichen, muss man halt wirklich viel Sport machen und auch schnell irgendwie abnehmen und krasse Diäten halten. Und das ist natürlich auch, ja, echt kritisch. Dass Rache nicht die gesündeste und effektivste Art zu trainieren ist, sagen übrigens auch einige andere Fachmenschen zum Thema. Eine Ernährungsberaterin sagt dazu, so sollten wir nicht über Sport denken. Bewegung ist wichtig für die Gesundheit. Wenn man aus Rache trainiert, erweckt man den Eindruck, dass man seinen Körper bestraft und ihn nicht respektiert. Und eine Personal Trainerin findet, dass man damit seine Motivation auf jemand anderen verlagert. Und das ist auch nicht gut. Wenn ihr euch jetzt fragt, ich habe trotzdem Herzschmerz, eine Trennung hinter mir und will irgendwie damit umgehen, wenn kein Revenge Body, was dann? I got you. Ich habe nämlich Pia gefragt, was eine bessere Art und Weise ist, damit umzugehen. Und dafür solltet ihr vielleicht mal die Taschentücher rauszucken. Rauszucken? Zücken. Die Taschentücher zücken. Ah ja, man zückt Taschentücher, ne? Das Wichtigste ist, dass man diesen Herzschmerz auch wirklich mal zulässt, dass man auch wirklich mal weint und alles irgendwie erlebt und fühlt. Und das ist auch völlig okay, so dass es einem mal eine Zeit dann auch echt nicht gut geht. Aber wenn man ihn halt zulässt, dann kann man ihn verarbeiten und so kann man dann halt langfristig gut mit der Trennung auch umgehen. Sprecht auch mit anderen über eure Gefühle und wenn ihr euch das nicht traut oder sich das nicht gut anfühlt, dann schreibt sie halt auf. Hauptsache, ihr setzt euch mit euren Gefühlen auseinander. Und ja, auch Sport kann wirklich helfen, aber nicht in Form von dieser Racheaktion, sondern für einen selbst, weil durch Sport werden verschiedene Botenstoffe freigesetzt und die führen dazu, dass man sich besser fühlt. Also wir halten fest, was den Revenge Body angeht, könnten wir auf jeden Fall einige Dinge besser machen. Zum Beispiel uns bewusst werden, dass wir solche Revenge Bodies nicht feiern sollten. Und wenn ihr immer noch solche Artikel seht wie die heißesten Promi-Revenge-Körper, Khloe Kardashian und mehr, schau dir die Pics an. Schau dir die Pics nicht an. Klick's weg. Und wenn ihr Bock habt, schreibt einen freundlichen Hinweis oder einen Kommentar in die Redaktion, dass es nicht so cool ist. Ihr könnt ja unser Video mitschicken, ne? Just saying. Und noch besser wäre es, wenn wir Körper von anderen Menschen einfach nicht kommentieren. Auch wenn es lieb gemeint ist. Denn wir wissen in den meisten Fällen nicht, wie es den Menschen damit geht, dass sich ihr Gewicht verändert und ob sie vielleicht eine psychische Erkrankung haben und ob sie das zum Beispiel nur bestärken würde. Das sagen nicht nur Betroffene, sondern auch Tom Quinn von Beat. Wenn man einen Revenge Body als Goal ansieht, dann sagt das ja im Prinzip, wenn du nur durchtrainiert, dünn oder whatever gewesen wärst, dann wärt ihr noch zusammen. Dann hätte dich die Person nie betrogen, belogen oder verlassen. Zum einen, wie toxisch und bescheuert ist dieser Gedanke bitte? Zum anderen, will man wirklich mit so einer Person überhaupt zusammen sein? Also, ich würde es nicht wollen. Fakt ist, dein Körper ist keine Waffe und es ist auch kein Projekt, das deinen Wert bestimmt. Es ist einfach nur ein Körper. Wenn der einzige Grund, warum man trainieren oder sich bewegen, was verändern möchte, nur darin besteht, die Aufmerksamkeit eines anderen zu kriegen, dann hat die Meinung von außen einen viel zu großen Einfluss aufs eigene Leben. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich wollen würde, oder? Erzählt mir mal, ob ihr schon mal nach einer Trennung etwas verändern wolltet oder es vielleicht sogar habt. Was hat euch geholfen und was eher nicht? Lasst uns gern darüber in den Kommentaren reden. Dass so Schönheitsideale sowieso völliger Bullshit sind, haben wir uns übrigens in diesem Video angeschaut und hier findet ihr ein Video zum Thema Essstörungen. Abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat und lasst einen Daumen nach oben da, das hilft uns immer sehr und kommt nächste Woche wieder fürs nächste Video. Bye!